Die Physik beschreibt den Schall als harmonische Schwingungen. Diese Schwingungen werden absorbiert, reflektiert, verändert. Es entstehen Interferenzen, Resonanzen. Aber nicht alles, was Schall ist, klingt auch harmonisch. Schall kann gesundheitsschädlich sein oder Materialien zerstören. BMW hat auf seinem Aschheimer Testgelände mit enormen Investitionen ein Akustikzentrum geschaffen, wo mit modernsten technisch-wissenschaftlichen Methoden die Ursachen der Geräuschentwicklung bei BMW-Automobilen erforscht werden. Das Ziel dieser aufwendigen Untersuchungen ist es, den hohen Standard der BMW-Technologie auch akustisch zu optimieren. Das heißt, den Umweltbelastungsfaktor Lärm mit allen Mitteln zu reduzieren. Hierzu ist eine Vielzahl unterschiedlicher Untersuchungen erforderlich. Der Außengeräuschprüfstand ist ein Raum, der die akustischen Bedingungen des Straßenverkehrs simuliert. Allerdings fährt hier nicht das Automobil an einem geeichten Messmikrofon vorbei, sondern mehrere Mikrofone werden elektronisch entsprechend der Fahrgeschwindigkeit synchronisiert und messen die Geräuschemissionen aus vorberechneten Abständen und Winkeln. Im Freifeldraum, der mit völlig schallabsorbierenden Materialien ausgekleidet ist, kann die Schallabstrahlung der verschiedenen Geräuschquellen eines Automobils selektiv vermessen werden. Zum Beispiel die des Triebwerks ohne Verfälschung durch Reifengeräusche. Ebenso die Richtcharakteristik der Schallabstrahlung in verschiedene Ebenen und bei unterschiedlichen Lastzuständen. Mit einer Mikrofonzeile wird die Unterseite des Automobils abgetastet und die Geräuschentwicklung zu jedem Punkt der Fläche ermittelt. Der Hallraum stellt das akustische Gegenteil des Freifeldraumes dar. Hier kommt es auf die absolute Reflexion an, um Geräusche, die von außen auf das Fahrzeug einwirken, wie zum Beispiel der Fahrtwind oder der Straßenlärm, im Innenraum zu messen. Das ist wichtig, um die Auswirkungen von schalldämmenden Maßnahmen gezielt und objektiv beurteilen zu können. Im BMW Akustikzentrum ist dies möglich, ohne selber zur akustischen Umweltbelastung beizutragen, wie dies bei realen Tests im Straßenverkehr unvermeidlich wäre. Getestet wird aber nicht nur das Fahrzeug als Ganzes. Einzelne Komponenten, wie beispielsweise die Auspuffanlage, wird einer detaillierten Schallprüfung unterzogen, wobei die Geräuschemission nicht nur am Austritt, sondern auch an den verschiedensten Punkten der gesamten Anlage gemessen wird. Bei der Untersuchung des Klimasystems werden die beiden Messmikrofone in der Ohrenposition des Fahrers angeordnet, um praxisnahe Ergebnisse zu erzielen. BMW wendet die für den jeweiligen Untersuchungszweck am besten geeigneten Testmethoden an. Beispielsweise die Holographie, um selbst minimale Resonanzen des Materials, auf die herkömmliche Messinstrumente nicht mehr reagieren würden, im Laserlicht sichtbar zu machen. So können entsprechende Dämmmaßnahmen ganz gezielt, selbst an den verborgensten Stellen, angewandt werden. Auf diese Weise wurde in Hunderten von Einzeluntersuchungen die komplette Innenausstattung des neuen 7er Modells akustisch optimiert. Ein signifikantes Beispiel hierfür ist die speziell für BMW entwickelte schallabsorbierende Motorraumauskleidung, die ohne nennenswerte Gewichtszunahme ein bisher nicht dagewesenes Maß an Geräuschreduzierung erzielt. Diese Maßnahmen beschränken sich nicht auf den weniger ins Auge fallenden technischen Bereich, sondern auch auf die Ästhetik des Innenraums. Die Materialien der Innenausstattung wurden auch nach akustischen Gesichtspunkten ausgewählt.